Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für selbstgemachte Brezelknödel bzw. Laugenknödel. Dafür als erstes 400 Gramm Laugenstangen, Brezeln oder Laugenbrötchen vom Vortag hernehmen, mit einem Messer in Stücke schneiden und anschließend in eine große Rührschüssel geben. Wenn das erledigt ist, 200 Milliliter heiße Milch über die Brezelstücke gießen, alles einmal gut miteinander verrühren und dann kurz zur Seite stellen. Währenddessen kümmern wir uns um die weiteren Zutaten. Dafür eine große Zwiebel abziehen und fein hacken und außerdem eine große Handvoll Petersilie waschen und ebenfalls grob durchhacken. Danach eine Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Zwiebeln in die Pfanne geben und unter gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Wenn das erledigt ist, die Zwiebeln leicht abkühlen lassen, zur Brötchenmasse geben, dann kommen noch 2 große Eier dazu, außerdem die fein gehackte Petersilie und eine großzügige Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Jetzt alle Zutaten gut miteinander verrühren, bis sich alles gleichmäßig verteilt hat, und danach können wir die Knödel auch schon formen. Insgesamt solltet ihr 6 große oder 8 kleinere Knödel aus der Masse herausbekommen. Etwas von der Brötchenmasse zwischen den Händen zusammendrücken, alles ein bisschen zwischen den Handflächen rollen und so kleine kompakte Bällchen formen. Als nächstes einen großen Topf mit gesalzenem Wasser aufsetzen, das Wasser erhitzen und sobald das Wasser kurz vorm Aufkochen ist, können wir die Knödel ins Wasser geben und jetzt je nach Größe der Knödel für 20 bis 25 Minuten darin ziehen lassen. Das Wasser braucht dafür auch nicht kochen, sondern ihr solltet es maximal leicht simmern lassen. Als Beilage für die Knödel machen wir, während die Knödel simmern, noch schnell ein cremiges Spitzkohlgemüse. Dafür als erstes einen kleinen Spitzkohl mit einem Messer in dünne Streifen schneiden. Außerdem habe ich hier noch 100 Gramm Frühstücksspeck, ebenfalls in Streifen schneiden. Dann eine große Pfanne mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen, den Speck in die Pfanne geben und unter gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Als nächstes den Spitzkohl dazugeben, für weitere 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden mit anbraten, so lange bis der Spitzkohl leicht zusammengefallen ist. Danach kommen noch etwa 100 Milliliter Gemüsefond sowie ein Becher Schmand oder Creme Fraiche dazu. Außerdem mit Salz und Pfeffer abschmecken, alles kurz miteinander verrühren, nochmal etwas köcheln lassen und dann vom Herd ziehen. Danach müssen wir im Prinzip nur noch die fertigen Knödel aus dem Wasser heben und dann können wir auch schon servieren. Das Spitzkohlgemüse auf Tellern verteilen, die Knödel darauf anrichten, eventuell mit etwas fein gehacktem Schnittlauch garnieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.